Wir haben hier gerade das Zelt aufgebaut und damit begrüße ich euch zu diesem neuen Video über den Langzeittest des Lone Rider Mototents, das wir hier gerade auch auf der Balkantour dabei haben. Hier ist ein wunderschöner Platz in Slowenien, ganz herrlich mitten an diesem Bächlein, das da so ganz ruhig vor sich hin fließt. Ich habe hier vorne schon aufgemacht. Und das Ganze werden wir jetzt einräumen. Die Medientasche, meine Kleidung, die Schlafsäcke, Juliens Kleidung. So, was ich an diesem Zelt wirklich richtig liebe, ist dieser Platz. Für alles, was man abstellen möchte oder wenn man sich drin aufhalten will, gar kein Problem. Es ist einfach super geil. Auch ja, wenn das Motorrad mal trocken stehen soll, wenn man es vielleicht reparieren muss oder so. Ey, voll gemein, ne? Da hast du gerade hier im Grün dein Zelt aufgebaut und dann dauert es nicht lange, da ist die Nase zu und das erste Mal muss man an das Medikamentenfach, weil, ja, Allergie. Aber das ist ja noch hier das geringste Übel von allem, was einem so passieren kann auf einer Reise, ne? Ist das schön, Freunde. Das nimmt man auf sich, wenn man hier so mit seinem Motorrad und dem Zelt in dieser wunderschönen Natur Sloweniens stehen kann. Was ist das denn hier? Socken auf dem Tisch. Ja, das muss aber schnell weg hier. Von Slowenien geht es nach Kroatien. Da es hier sehr steinig ist, packe ich jetzt auch zum allerersten Mal hier die Ground Sheet aus, damit das Schlafzelt von unten nicht beschädigt wird. So, gerade bei dem steinigen Boden kommen diese Felsheringe, die mitgeliefert wurden, total gut in den Einsatz, weil ohne die verbiegt man sich hier, glaube ich, alles, was man dabei hat. Und die sind so schmal, die mogeln sich ganz gut an den kleinen Steinen entlang. So, mal gucken, was die hier können. Letztes Mal hatten wir das mit 10 Stück mit 8. Mit 8 hatten wir es aufgebaut. Jetzt habe ich hier 6. Mal gucken, ob es damit aufgeht. Mit dem Stein geht's. So, ich bin jetzt hier gerade unterm Zelt und habe hier die Plane nochmal ordentlich gezogen und gerade festgestellt, dass ich sie aber falsch herum gemacht habe. Ist aber, glaube ich, nicht ganz so wild. Hier geht trotzdem. Was ich euch zeigen wollte war, es gibt hier extra bei der Ground Sheet, also bei dieser Zusatzschutzplane, so Haken dran mit einem Gummi, dass man die dann an den Seiten jeweils so einhaken kann, dass die eben nicht verrutscht. Knappes Ding hier vorne geworden, am Abhang. Jetzt darf nur der Meeresspiegel nicht steigen. Es wurden dann doch ein paar mehr Heringe, da es hier am Meer ziemlich windig war und wir das Zelt gut abspannen wollen, damit es sicher steht. Als die Luftmatratzen aufgepumpt sind, ja, das geht bei uns mit dem Fuß, ist Chillen angesagt. Durch die 2 großen, der insgesamt 3 Eingänge zum Innenzelt, genieße ich hier den Blick auf das Meer. Ja, das ist wundercool, hier zu liegen und das Meer zu hören und festzustellen, dass das T-Shirt, was man gerade frisch angezogen hat, einen Cappuccino-Fleck hat, weil der Cappuccino in der Tasche ausgelaufen ist. Scheiße. Und die Reise hat gerade erst angefangen. Ich mache gerade ein Video, jetzt hör auf, in deiner komischen Kindersprache zu reden. Das redest du doch immer. Oh. Okay, also Leute, ich finde das T-Shirt total schön, aber wenn ihr darauf Flecken seht, dann müsst ihr einfach wissen, das liegt nicht daran, dass ich ungepflegt bin oder so. Das ist übrigens mein Lebensmotto, ne? Eat and sleep. Caro, das ist ein T-Shirt, was mir meine Mutter mal geschenkt hat, als ich 10 war. Ich finde, das passt zu meinem
mentalen Alter, wenn ich auf dem Motorrad sitze. Da fühle ich mich auch mal, wie wenn ich 10 bin und gerade irgendein Spielzeug geschenkt bekommen habe. So, yeah, wuhu. So haben wir also die Möglichkeit, das Zelt auch nochmal bei Regen kennenzulernen. Ich hätte eigentlich darauf verzichten können, aber früher oder später ist klar, muss das kommen. Von daher, jetzt können wir mal sehen, wie es ist, wenn es regnet. Also hier entwickelt das Zelt aber jetzt auch wirklich seinen wahren Charme. Weil man kann halt trotz, dass es draußen regnet, hier jetzt ganz entspannt drin sitzen und frühstücken, Kaffee kochen und sich dann nachher, wenn es weitergeht, anziehen, hier alle Sachen packen in die Taschen und dann, wenn alles fertig ist, mit den wasserdichten Klamotten raus, Motorräder packen und dann das Zelt einräumen. Und das ist halt wirklich ja, ein riesen Vorteil, wie ich finde. Und den können wir heute mal nutzen. Aber erstmal stärken wir uns noch für den Fahrtag, an dem wir von Kroatien nach Bosnien fahren. Ja, so ein Regentag ist auf einer Motorradreise echt ungemütlich. In mir sträubt sich alles, wenn ich das Zelt nass einpacken muss. Aber manchmal geht's eben nicht anders und man muss in den sauren Apfel beißen. Trotz Wind und Nässe, das Lone Rider Mototent lässt sich gut verpacken. Einige Tage später bauen wir das Zelt bei Premium-Wetter wieder auf. Hier am Meer in Griechenland bietet das Zelt auf jeden Fall auch nochmal einen Schutz vor der Sonne. Und ja, Regenschutz braucht man hier nicht, zum Glück gerade, yay! Aber wie gesagt, auch wenn es dann wärmer ist, ich meine, jetzt haben wir es hier in den Schatten unter den Baum gestellt. Das passt hier gerade ganz wunderbar und es ist so gemütlich hier drunter. Ich freue mich schon auf die Nacht und überhaupt auf die Zeit jetzt hier. So, wir haben hier wieder unsere 2 Campingmatten. Wir legen dann einfach hier nochmal so einen Schlafsack drunter, einen Schlafsack für oben drauf und das ist unser Schlafbereich. Jedes Zelt hat seine Vor- und Nachteile und die Vorteile dieses Zeltes sind definitiv seine Größe, das im Verhältnis dazu geringe Packmaß und Gewicht und damit auch den Komfort, den es bietet für mich, wenn ich als Reisende unterwegs bin. Wenn ich mich auf so eine Tour mache, dann überlege ich mir vorher immer, was brauche ich eigentlich für ein Zelt? Genau. Ich habe jetzt mit diesem meine Zeltsammlung komplett. Also ich habe insgesamt jetzt 3 Zelte, zwischen denen ich wählen kann. Wenn wir allerdings wie jetzt hier mit ein bisschen mehr Zeit unterwegs sind, zu zweit und wir wollen es gemütlich, wir wollen es komfortabel, wir wollen auch mal bei Regen trotzdem noch das Zelten genießen können und irgendwie sitzen und uns unterhalten und quatschen und abends einfach noch ein bisschen die Zeit außerhalb des Schlafzelts genießen, dann ist das einfach unsere Wahl und ich freue mich einfach total auf die nächsten Reisen, die noch mit dem Zelt anstehen. Jo, ihr Lieben, das war also jetzt hier der Langzeittest zu dem Lone Rider Mototent. Ich hoffe, ich habe alle eure Fragen beantwortet und wenn das nicht so sein sollte, dann könnt ihr problemlos einfach in den Kommentaren eure Frage hinterlassen. Natürlich gerne auch einen supportenden Daumen hier und ein Abo. Wenn noch nicht geschehen, dann seid ihr immer auf dem Laufenden mit den Videos, die noch so folgen. Genau. Leute, in dem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Zelt- und Camping-Saison und wir sehen uns.